Drei Top-Aktien für den Monat Oktober. Ich habe euch heute drei Aktien mitgebracht, die alle drei Dividendenzahler sind und jetzt akut oder beziehungsweise in naher Zukunft sehr, sehr spannend sein könnten für einen Kauf. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir starten jetzt hier direkt rein mit dem ersten Unternehmen, das ich dabei habe. Und das erste Unternehmen ist Vichy Properties. Das ist ein Immobilieninvestmentfonds, also ein REIT. Und man ist hier ganz stark in Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen ja, investiert und hat sich darauf eben spezialisiert. Konkret sind es dann eben sowas wie Casino und Hotelimmobilien. Da sieht man jetzt mal einen schönen Ausschnitt jetzt hier auf dieser Karte. Und was ganz, ganz wichtig ist, man hat hier so langfristige Mietverträge, die eben als langfristiger Triple Net Lease Mietvertrag sozusagen vereinbart werden und dadurch hat man dann wirklich eine sehr, sehr stabile und vorhersehbare Einnahme, die man generieren kann und ist da in den letzten Jahren auch wirklich sehr stark am Expandieren gewesen. Also man hat hier auch sehr, sehr viele bekannte Casinos äh, ja, im eigenen Portfolio. Ich denke, das sollte jedem auch geläufig sein, sowas wie zum Beispiel Caesars Palace und so weiter. Also schon wirklich ein riesiger Player hier in diesem ganz spezialisierten Markt. Ja, im Qualitätscheck haben wir einen Score von 9 von 15 Punkten. Es gibt jetzt hier nur Punktabzug wegen der Earnings per Share Wachstumsstabilität. Volatilität konnte jetzt hier nicht ausgewiesen werden und wegen der Finanzverschuldung, aber das hängt dann eben auch damit zusammen, dass es ein REIT ist. Also grundsätzlich steht der REIT für mich im Moment wirklich sehr, sehr gut da. Wir haben eine Bewertung von nur 13, also Price to FFO. Was finde ich auch sehr, sehr fair bewertet ist, also ist jetzt nicht überteuert. Wir haben eine sehr, sehr hohe Dividende mit 5,24% Dividende. Das ist auf jeden Fall auch schön. Die wurde auch noch gesteigert. Ist jetzt zwar kein extrem starker Dividendenwachstumswert, aber man zahlt ja auch schon eine gute Dividende. Und ich denke auch nicht, dass hier das sich irgendwie in nächster Zeit ändern wird. Das ist auf jeden Fall alles im grünen Bereich. Ja, also neben Casinos und Resorts plant jetzt Vichy Properties auch Investitionen in Golfplätze und andere Freizeitimmobilien. Also man versucht auch, sich da weiter zu diversifizieren und neben diesen Produkten oder neben diesen Orten wie jetzt hier dem Caesars Palace auch noch andere Bereiche für das Unternehmen als Geschäftssegment zu erschließen. Ja, hier sehen wir jetzt mal die Dividende. Man ist ja noch nicht so lange an der Börse, seit 2018 und da hat man schon die Dividende jetzt auch schön steigern können. Die Prognosen im Aktienguide sagen auch, dass es damit weitergehen soll und was auch ja, auch ganz nett ist, die ganzen Analysten im Moment sagen auch, dass es hier ja, ein guter Kauf aktuell ist. Also das ist auf jeden Fall, ja, denke ich, durchaus spannend. Wir schauen jetzt mal auf den Chart von Vichy Properties und sehen auch jetzt hier, ja, seit 2018 gibt es erst die Kurshistorie und wir bewegen uns jetzt seit 2021 hier seitwärts, haben uns aber jetzt hier zuletzt wirklich schön dynamisch raus entwickelt seit Juli 2024 und haben jetzt halt hier oben schon mal eine erste Korrektur gebastelt und jetzt wäre es natürlich wirklich ja, fabelhaft, wenn wir jetzt hier auf die 30 US-Dollar kommen würden, also mit diesem Fibonacci Retracement, das ich eingezeichnet habe und jetzt hier praktisch dieser horizontalen Unterstützungszone, das wäre dann praktisch eigentlich das Key-Level, wo definitiv, wenn wir da nochmal einen Mini-Boden bauen auf H1-Struktur, wieder neue All-Time-Highs sehen werden. Also wenn jetzt hier nochmal ein Rebound kommt auf dieses Kursniveau, kann auch hier also 30, 50 sein, sowas in dem Rahmen, dann wäre es auf jeden Fall eine richtig gute Einstiegschance hier nochmal bei Vichy und wird wahrscheinlich auch die letzte sein, bevor wir dann wieder hier oben stehen. Weil, ja, wie von mir antizipiert, also die Zinssenkungen und so weiter, die sind gekommen und die werden noch weiterkommen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die ganzen REITs wirklich extrem stark gelaufen sind auch. Und aber also davon reden wir ja auch, oder rede ich ja auch schon seit Wochen, Monaten. Von dem her sollte das jetzt eigentlich auch keine Überraschung für euch sein. Also, wenn wir jetzt kurzfristig hier nochmal runterkommen, wäre auch die 200-Tage-Linie da. Also, da wäre die Unterstützungszone wirklich sehr, sehr schön. Deswegen, ja, für mich im Moment Vichy Properties ganz weit oben auf der Watchlist. Ja, dann schauen wir mal weiter. Bevor wir jetzt zur nächsten Aktie kommen, würde ich dich bitten, lass doch einen Daumen nach oben für das Video da, wenn es dir gefällt. Abonnieren nicht vergessen und ganz wichtig, die Glocke anmachen, dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr von mir. Vielen Dank dir an der Stelle.
So, nächste Aktie ist CVS Health. CVS Health, ja, ein Gesundheitsdienstleister und eine Apothekenkette. Und die sind da auch ja, relativ führend, also einer der, ja, eigentlich der führende Apotheken-Service in den USA. Und man hat da eben auch so ein bisschen Einzelhandel mit drinnen. Aber auch durch eine Übernahme von Aetna hat man sich hier Krankenversicherungspläne und so Gesundheitsdienstleistungen ja, ins eigene Portfolio genommen und hat da auch digitale Gesundheitslösungen und so weiter im eigenen Geschäftsbereich. Wir haben jetzt hier einen Qualitätscheck, Score von 9 von 15 Punkten, Punktabzug auch, Stabilität des Earnings per Share Wachstums, Eigenkapitalrendite, Nettogewinnmarge sehr niedrig. Okay, wir sind ja auch Einzelhändler und ja, hier Krankenversicherer. Performance pro Jahr gibt einen Punkt Abzug und Kursstabilität sowie die Finanzverschuldung. Also wir sind da jetzt auch schon in einer Position, wo es dem Unternehmen nicht ganz so gut geht. Ja, aber ist auch jetzt im Moment vielleicht eine Chance sogar und ist ja auch der Grund, warum wir sie jetzt aktuell eher spannend finden. KGV im Moment ein 10er KGV, sehr hohe Dividende mit 4,5%, also das ist auch schon ein sehr, sehr schöner Dividendenzahler. Schauen wir mal auf die aktuelle Bewertung. Im Moment auf Basis des Gewinns, Kurs zum Fair Value sind wir hier wirklich extrem unterbewertet und zwar um 25% circa Unterbewertung. Von dem her würde es jetzt hier auf Basis des Gewinns zum Fair Value schon durchaus ja, eine gute Einstiegschance bieten, aber das werden wir jetzt dann uns gleich noch anschauen, wenn wir auf den einzelnen ja, Chart schauen. Ja, CVS investiert jetzt auch stark in digitale Gesundheitsplattformen, also sowas wie ja, Telemedizin, um auch eben dann den Zugang zu diesen ganzen Gesundheitsdienstleistungen einfach ja, zu verbessern und auch eine innovative Lösung anzubieten. Und ja, man betreibt auch Gesundheitskliniken unter dem Namen Minute Clinic, also die ganz, ganz schnell und eben unkompliziert medizinische Grundversorgung anbieten. Und hier sieht man jetzt einmal nochmal so ein Distribution Overview, wie das alles zusammenhängt. Ja, auch hier die Dividende konnte wirklich sehr schön gesteigert werden, seit 2000 zumindest, jetzt hier in den letzten 25 Jahren. Es wurde aber auch mal ein Stückchen gleich gehalten, die Dividende von 2017 bis 2021. Jetzt zuletzt wieder die Steigerung. Jetzt ist eben die Frage, ja, gibt es jetzt nochmal eine Steigerung? Kann man hier die Historie halten? Ich gehe jetzt im Moment eher schon davon aus, aber ich erwarte jetzt da wirklich nur marginales Dividendenwachstum bei CWS, also das auf jeden Fall. Die Analysten sagen im Moment ja, zu 50% circa kaufen, die anderen 50% sagen halten. Also die halten sich hier im Moment die Waage und ja, ist ja eigentlich eine akzeptable Ausgangssituation. Schauen wir mal auf den aktuellen Chart von CVS Health. Und hier sehen wir jetzt auch, wenn wir jetzt mal auf Wochenbasis gehen, dass wir im Moment auf diesem wirklich wichtigen Level sind, hier von diesen 53 US-Dollar, also hier in dieser grünen Zone mit drinnen, ja, auf dem Niveau von 2019, 2020. Und hier, wenn sich jetzt hier unten mal ein ordentlicher Boden bilden würde, also wirklich, ja, das würde jetzt hier schon mal ein erstes Kaufsignal auslösen, wenn wir jetzt hier über diese 65 US-Dollar kommen. Dann wäre auf jeden Fall schon mal ein bisschen Luft nach oben, aber man darf halt nicht vergessen, hier ist jetzt auch noch eine Gap offen und das finale Kaufsignal wäre jetzt im Moment erst hier oben bei 83 US-Dollar und das wäre natürlich dann schon sehr spät. Also optimal wäre es jetzt, wir bauen jetzt hier noch ein bisschen besseren Boden, vielleicht noch ein paar Wochen, Monate, laufen dann einmal nach oben, korrigieren nochmal hier runter auf den Boden drauf und bilden dann einen neuen Aufwärtstrend und können uns dann ja, einfach nach oben weiter durchbauen. Also wir machen jetzt hier sowas, dann bewegen wir uns raus und dann kann man praktisch mit dem Überschreiten dieses Hochs einfach einsteigen und kann dann die ganze Rallye mit nach oben nehmen. Also das wäre dann praktisch eigentlich so das beste Szenario. Und ich setze dann, oder ich würde dann praktisch auch darauf setzen, dass das Unternehmen jetzt hier wieder nach oben läuft. Ja, genau, also das ist jetzt im Moment meine aktuelle Einschätzung zu dem Unternehmen und es ist ja auch eine sehr, sehr schöne Dividende hier mit 4,5% mit dabei. Von dem her denke ich, kann man da auch ja, das Unternehmen getrost aber mal halten, sofern es dann auch mal zu einem Kaufsignal kommen sollte. Ja, schauen wir weiter zur dritten Aktie. Die dritte Aktie ist UPS, United Parcel Service. Da haben wir einen Score von 10 von 15 Punkten im Moment. Ja, und ich denke, zum Unternehmen werde ich nicht allzu viel sagen müssen, schätze ich. Es ist eines der größten globalen Unternehmen im Bereich Logistik und Paketzustellung, also wird wahrscheinlich jedem ein Begriff sein.
was United Parcel Service macht. Und ja, hauptsächlich eben sowas wie Paketzustellung. Klar kennt ja jeder, wenn der wenn der Lieferwagen kommt, sowohl für kleine Pakete, aber auch für Fracht. Außerdem haben die sowas wie Supply Chain Management und natürlich E-Commerce. Und man hat sich da auch sehr stark auf diese E-Commerce-Dienstleistungen ja, spezialisiert und man investiert da eben auch in diesen Onlinehandel. Also im Moment gibt es einen Punktabzug hier beim Umsatzwachstum, bei der Stabilität des Umsatzes und des Earnings per Share Wachstums und bei der Finanzverschuldung sowie bei der Performance des letzten Jahres. Die war nämlich sehr stark negativ. Wir sind auch sehr stark im Kurs gefallen. Deswegen finde ich es aber auch jetzt im Moment wieder spannend, weil wir jetzt eine wichtige Unterstützung auch anlaufen. Wir haben im Moment einen KGV von 18, das finde ich auf jeden Fall akzeptabel, haben fast eine Dividendenrendite von 5%, was natürlich auch sehr, sehr nett ist. Von dem her schauen wir uns mal die aktuelle Bewertung an. Hier sehen wir auch, dass United Parcel Service im Moment so 20% unterbewertet ist. Also das ist auch wirklich nett. Und ja, würde dann jetzt im Moment auch dazu eher deuten, dass es jetzt im Moment eine Kaufchance ist bei United Parcel Service. Bei der Dividende sehen wir, die konnte auch wirklich schön gesteigert werden. Vor allem jetzt nach Corona wurde die extrem erhöht. Da ist das Unternehmen natürlich auch gut gelaufen durch diese ganze Hype-Phase. Zwischenzeitlich war mal auch ein Jährchen dabei, wo sie mal keine Dividende erhöht haben. Und zwar, das war in der Finanzkrise. Aber sonst ja, lief hier wirklich die Dividendensteigerung relativ schön gemächlich. Ist jetzt kein riesiger Wachstumswert, wenn man mal die Corona-Jahre vorauslässt. Aber ansonsten definitiv ganz nett. Die Analysten sagen zu 50% kaufen und zu 50% halten. Wir schauen uns jetzt hier mal die Performance an, also das ist jetzt der Total Return inklusive Dividenden im Vergleich und sehen jetzt hier auf Basis der letzten 4 Jahre, dass tatsächlich VICI Properties im Moment das beste Investment gewesen wäre. Das zweitbeste wäre UPS gewesen. UPS hat aber auch lange Zeit, vor allem natürlich in Corona, deutlich besser performt wie alle anderen Aktien und CVS konnte nur mal so 2022 am besten dastehen, ist aber jetzt im Moment ja, am schlechtesten unterwegs. Und auch hier mal die Sektorenverteilung, also UPS und VICI Properties, beide sehr stark natürlich Dividende und Value sowie Sicherheit. Und CVS ist dann noch ein bisschen mehr Wachstum, aber auch ja, an ähnlichen Breitengraden unterwegs. Ja, jetzt schauen wir uns hier auch noch schnell den Chart von United Parcel Service an. Und hier ist auch eine wirklich sehr, sehr wichtige Monatsunterstützung, die wir jetzt anlaufen. Eben jetzt hier im Bereich 120 US-Dollar. Also im Prinzip hier diese komplette Akkumulation hier unten. Und da sind wir jetzt wirklich endlich draufgelaufen nach dieser ewigen Phase nach unten. Also es hat ja wirklich eine Ewigkeit gedauert, bis wir mal hier diesen ganzen Kursverfall gesehen haben. Das war jetzt wirklich von 2021 bis 2024. Und jetzt haben wir aber hier noch kein Kaufsignal oder ähnliches ausgelöst. Brauchen jetzt hier erstmal einen ordentlichen Boden und der erste Einstieg wäre jetzt im Moment über 150 US-Dollar. Also auch hier ähnlich wie bei CVS, hier jetzt schöne Boden bauen, meinetwegen noch ein bisschen runterkommen, ordentlicher Boden, dann Trendwechsel, Kaufsignal rein und dann kann man da auch einsteigen. Also jetzt hier dann irgendwie so ein Doppelboden und dann Abfahrt. Aber natürlich keine Anlageberatung an der Stelle, ist auf jeden Fall aber definitiv mal ein guter Kandidat für jetzt diesen Monat, um es genau mal anzuschauen, was passiert da bei dem Unternehmen. Und dann denke ich tatsächlich auch, dass man sich langsam wieder neuen All-Time-Highs annähern wird, beziehungsweise auf jeden Fall wieder eher nach oben dreht, wenn man jetzt hier einen Boden bilden auf diesem Niveau. Aber natürlich keine Anlageberatung. Ihr seid immer selbstverantwortlich, was ihr mit eurem Kapital macht. Aber es sind jetzt immer 3 Aktien gewesen, die ich in dem Monat auf jeden Fall spannend finde. Du kannst mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was deine Meinung zu den Unternehmen sind und generell auch mal in den Abstimmungen teilnehmen. Ich poste immer mal so Community-Abstimmungen, wo es darum geht, welche Videos ihr gerne als nächstes sehen wollt. Also immer mal in den Community-Tabs auch schauen und da deswegen dann auch die Glocke anmachen. Dann werdet ihr auch immer da benachrichtigt und könnt dann praktisch auch mitbestimmen, welche Videos als nächstes kommen sollen. Ja, das war's fürs Video für heute. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Daumen nach oben nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, ciao.